September, einen wunderschönen guten Morgen mit Mr. Tesla, der mich immer begleitet. Michael, ich mache Video, lass mich bitte mal machen, danke. So, jetzt werde ich euch mal das Bad zeigen, was wir gemacht haben. Sieht noch ein bisschen wüst aus, aber es geht vorwärts. Ich musste mal kurz die Kamera umschalten. Also, das Hauptheizungsrohr und der Anschluss für den Heizkörper ist schon verlegt bis in die Küche rüber. Das geht speziell oben lang, weil ich das System so gebaut habe, dass es Notlaufeigenschaften hat. Also wir haben es mit dem Sanitärtechniker so berechnet und gemacht. Der hat ein bisschen mehr Erfahrung als ich. Der hat mir gesagt, wie viel Gefälle ich haben muss in die Küche zurück, Steigung und so weiter. Deswegen das eine Rohr oben, das andere Rohr unten. Ja, wir mussten schon Tapete an die Wand schmeißen, damit ja, ich alles installieren kann, weil alles auf die Wand installiert wird. Und vorneweg hatten wir ja diese Vinyltapete, aber die Qualität war so miserabel. Trotz Grundierung, trotz Schleifen und allem drum und dran, sie fiel wieder von der Wand ab. So gesagt, der Boiler hängt schon. Angefangen die Wasserrohre zu installieren. Warm isoliert, kalt nicht. Liegt alles bis in der Küche an. Und hier sehen wir eine Holzdisk von mir angefertigt. Speziell für unseren Wasserbug, weil ich etwas Höhe brauche. Mir fehlten noch etwa 6 cm Höhe wegen dem Wasseranschluss, dass ich dort unten montieren kann, dass das bequem wird. Und da hatte ich mich entschieden, einfach, erst hatte ich Bretter untergelegt, das gefiel mir nicht, das verrutschte auch und deswegen hat diese Holzdisk so rundrum einen Rand gekriegt, verleimt mit guten alten Holzleim. Hier ist der Ausschnitt für den Wasseranschluss, der dann da unten sitzt, und dann wird es perfekt. Ich hoffe, dass ich in 2 Tagen soweit bin, dass unsere Wasserversorgung online gehen kann. Heute Nacht oder heute Abend müssen wir, anders gesagt heute Nacht, über Nacht müssen wir nach Chita fahren, Waschbecken abholen, Wasserfilter und noch ein bisschen Baumaterial. Bis zum nächsten. So sieht's aus. Klein Tesla macht Qualitätskontrolle. Und jetzt kommt gleich der Wasserpack da oben drauf. Und so sieht's nun aus, der Spaß. Jetzt habe ich hier genug Platz für den Anschluss. An der Wand ist auch genug Platz. Noch Abstand. Passt, würde ich sagen. Noch ein kleines Video, weil ich habe etwas bemerkt beim Fahren. Extremes Klappern hinten rechts. Deswegen heute wieder Bastelstunde am Lader. Und das Stück saß hier drin, ausgebrochen auf unseren schönen, guten, fantastischen Straßen. Und noch was gesehen, ein Federbruch. Also wenn ich morgen in Chita bin, 2 neue Bremstrommeln, weil die haben auch Schäden bekommen mittlerweile. Stark abgenutzt innen drin auch schon. 2 neue Federn. Und hoffentlich kriege ich solche Karosserieteile, die gibt es meistens in Russland. Sorge ich mir gleich 2 Stück neu und werde es hier selber einschweißen dann. Das kriege ich hin. Heute muss ich erstmal notdürftig reparieren, dass ich bis Chita fahren kann und zurück. Und dann ist wieder Bastelstunde angesagt. Das ist sozusagen nicht die Schwäche des Autos, sondern unsere katastrophalen Straßen.